Sauerkrauts, made for petrolheads. Bevor wir starten, vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und deine Meinung zu diesem Film in die Kommentare zu schreiben. Ich bin Rudolf Brutti, wohne hier im Bezirk Judenburg in St. Georgen ob Judenburg und bin der Großvater von Tobias. Diese Dokumentation entstand während des Drehs mit Tobias. Wir wurden vom Großvater herzlich eingeladen, seine Schätze zu bestaunen. Kurz entschlossen haben wir diesen einmaligen Moment für euch in Bild und Ton festgehalten. Angefangen zu sammeln habe ich im Jahr 1995, das war so die Zeit, da sind diese wunderschönen Autos, die mir so gefallen haben, Opel Manda, BMW 2002, dann eben der BMW E21, Ford Capri und so weiter, die haben angefangen vom Straßenbild zu verschwinden. Und dadurch, dass ich dann eben hier die Möglichkeit hatte, dies hier quasi umzusetzen, habe ich Stück für Stück dann gekauft und die waren damals noch recht günstig und somit habe ich sie jetzt hier quasi eingestellt und aufbewahrt, so dass ich selber nachschauen kann, wie die wirklich ausgesehen haben und das vielleicht auch ein bisschen für die Nachwelt so erhalten habe. Wie schon gesagt, habe ich die Fahrzeuge, die seinerzeit vom Straßenbild verschwunden sind, versucht irgendwie zu bewahren bzw. zu bekommen, um sie eben aufzubewahren. Und hier haben wir die VW, ein paar VW-Exemplare. Ganz hinten ist der Golf Country, da gibt es nur eine geringe Stückzahl und da hatte ich das Glück, das Fahrzeug im Originalzustand sehr, sehr gut erhalten zu bekommen und durch diese artgerechte Haltung haben wir ihn auch in diesem Zustand erhalten können. Das nächste Exemplar ist ein Golf GLI Cabrio. Und zwar hat VW seinerzeit, so um die 90er Jahre, diese Modelle nach Popgruppen benannt. Und da gab es zum Beispiel den Bon Jovi. Und das hier ist ein Genesis-Modell, oder der hatte den Namen Genesis bekommen. Und hier haben wir einen VW Käfer im Originalzustand. Das Fahrzeug habe ich von einer Sammlung gekauft in diesem Zustand. Der Motor ist gesteckt, den Motor habe ich dann wieder instand gesetzt und der funktioniert jetzt wieder und das Fahrzeug fährt ganz normal, wie alle anderen auch. Das Fahrzeug ist im Baujahr 1959 und ist ein Modell, wo Blinker bereits vorhanden waren. Aber er hatte noch die Seitenwand mit den Winkern, also das heißt, es war so ein Übergangsmodell, wo VW seinerzeit für den Käfer das Band quasi umgebaut hat, um die Fahrzeuge eben zu modernisieren bzw. ein bisschen zu verändern. Bevor es weitergeht, wollen wir dich auf unseren Online-Shop hinweisen. Hier findest du stets unsere aktuelle Kollektion, Sticker, Drinks und vieles mehr. Du unterstützt mit jedem Kauf unseren Kanal und unsere liebevoll produzierten Filme. Jetzt kommen wir zu den nächsten Fahrzeugen. Hier haben wir ein paar PMWs quasi aufbewahrt und hier auf der rechten Seite natürlich das Fahrzeug, was wir damals in der Jugend nur betrachten durften oder mit Staunen quasi angesehen haben. Das war für uns so weit weg und so unerschwinglich. Aber es war damals schon schön und später, wie die Fahrzeuge dann alt waren oder wie er auch alt war, habe ich ihn dann erstanden und total von Grund auf restauriert. Es sind ca. 1300 Stunden in dieses Fahrzeug investiert worden. Der Außenlack war früher anders und bei der Restauration ist er dann in Alpina Blau außen lackiert worden und innen hatten wir dann blaues Echtleder verwendet für die Innenausstattung. Hier der Vis-à-vis-Nachbar ist ein BMW 2002. Und zwar ist das schon der letzte oder das letzte Modell mit der Facelift-Variante, gebaut ab 1973. Diese Fahrzeuge sind nur 2 Jahre lang im Programm gewesen, von 1973 bis 1975. Ein paar Modelle hat es dann noch im Jahr 1976 gegeben.
Und hier haben wir einen TII, also einen 2002 TII mit dem starken Motor 131 PS und die Kraftstoffaufbereitungsanlage war eine Kugelfischer-Einspritzung. Da können wir kurz hineinschauen da vorne. Da sieht man dann eben, normalerweise sind hier die Vergaser, meistens Doppelvergaseranlagen aufgebaut und hier haben wir die Einspritzanlage hinten mit dieser Kugelfischer-Einspritzpumpe. Diese Kugelfischer-Einspritzvariante wurde auch beim M1 verwendet. Der BMW M1, wo ein Freund von mir einen hat, der hat ebenso diese Kugelfischer-Einspritzung im Motor als Gemischaufbereitungsanlage. Ja, und hier gibt es dann einen BMW 320 Sechszylinder aus dem Jahr 1980. Das war der Nachfolger eben vom bekannten 2002er. Und diese E21 Modelle haben wir selber, die bin ich selber auch gefahren. Einige davon, genauso wie mit den 2.2er BMWs, die hatte ich in der Jugend auch. Und da musste einer her und dann ist mir der untergekommen, weil mein erster, den ich damals hatte in der Jugend, war auch Hennerrot und der ist auch in der Farbe Hennerrot lackiert und auch original so gewesen. Das Fahrzeug ist am aufwendigsten restauriert von allen. Da haben wir eine komplette Frame-Off-Restauration gemacht, also alles Frame-Off. Die Karosserie war total blank und dann ist er komplett neu aufgebaut worden. Es sind auch die Motorbauteile eisgestrahlt und er ist auch im Motor drinnen wie neu und auch der Unterboden sieht gleich aus wie die Außenlackierung. Hier, wo wir jetzt stehen, da ist ein Tobias, ein gelber gestanden, nicht? Also der war hier gelagert, einige Jährchen. Und jetzt hat er die Meisterprüfung geschafft und da ist der BMW dann von selber hinausgefahren und bei ihm gelandet. Und jetzt haben wir hier den letzten BMW von der Sammlung herunten. Das ist ein BMW E30 Cabrio, ein Sechszylindermodell. Und zwar ist das Modell Shadowline mit dem 320er Sechszylindermotor. Das Fahrzeug ist eigentlich ziemlich original. Er bekam nur eine Außenlackierung, eine neue, weil er mehrfärbig eben war, wie ich ihn erstanden habe. Aber es waren eher keine großen Schäden, die er vorher hatte, sondern eher so Parkschäden, die eben mit unterschiedlichen Farben dann ausgebessert wurden. Ja, der nächste ist hier ein Opel Manta. Dieses Fahrzeug habe ich vor ca. 20 Jahren erstanden und ist ca. seit 20 Jahren hier in der Tiefgarage. Das Fahrzeug habe ich vom Erstbesitzer gekauft und ist ein Baujahr 1974, ein 1900er mit 90 PS, in dem Ziegelrot lackiert mit dem Vinyldach, mit dem schwarzen. Das Fahrzeug hat jetzt 55.000 Kilometer original nachgewiesen, auch mit einem Servicebuch. Denn der Vorbesitzer hat das Fahrzeug bei seinem Chef, er war Opel-Mechaniker, neu gekauft und hatte es bis zum Schluss in seinem Besitz. Und er ist dann in die Jahre gekommen und über einen Freund von ihm bin ich eigentlich zu dem Besitzer gekommen und ich habe das Fahrzeug dann kaufen können und er steht jetzt bei mir hier in der Tiefgarage bzw. hier in der Sammlung. Das Fahrzeug ist absolut original und ist eigentlich noch ein Erstbesitz. Ich habe ihn nicht angemeldet gehabt noch bis dann. Ja, eigentlich ist das mit den BMWs nicht ganz wahr. Ich habe oben noch einen 850er und hier gibt es noch den 3 Liter CSI in Chamonix-Weiß. Das Fahrzeug habe ich aus einem Weinkeller, beziehungsweise das war ein kleines Kellerstöckel. Dort war das Fahrzeug drinnen. Das Fahrzeug war voll mit irgendwelchen, was die Mäuse und andere Viecher da hineingetragen haben. Und ich habe den damals gekauft. Er war eigentlich technisch noch einigermaßen okay und vor allem hatte er wenig Rost, weil er immer eingestellt war. Das Fahrzeug wurde dann auch restauriert zur Gänze und es wurde die Innenausstattung neu gemacht
Und ansonsten ist er eigentlich ein sehr schönes, sehr schön restauriertes Fahrzeug, ein schöner 3 Liter CSI. Hier hinten sind dann die Renault-Modelle, die mussten sein, weil meine ersten Fahrzeuge, mit denen ich beruflich Kontakt hatte, war Renault. Ich habe auf Renault oder habe bei einer Renault-Werkstätte, Peugeot-Werkstätte gelernt. Und das sind die Fahrzeuge gewesen, mit denen ich damals wirklich schon Kontakt hatte und an denen ich seinerzeit schon gearbeitet habe. Renault R8 Major und ganz vorne gibt es den Renault Dauphine. Die Renault Dauphine eigentlich. Und diese Renault Dauphine ist vielleicht bekannt von den Filmen Louis de Funès aus den 60er Jahren. Und da wurde dieses Fahrzeug eben verwendet oder wurde es quasi im Film eingesetzt. Und sehr viele Leute haben damals dieses Fahrzeug eben auch gekauft. Warum? Er wurde gebaut von den Franzosen als Käfer-Dependance oder zumindest als Gegenstück zum VW Käfer. Der VW Käfer hatte den Motor ebenfalls hinten und diese Fahrzeuge haben den Motor auch hinten und vorne Kofferraum. Und so sind die Leute damals mit 28 PS, hier haben wir den Motor mit den 28 PS da drinnen und diese Maschine hat die Fahrzeuge bewegt und viele Familien von zu Hause ans Meer gebracht oder irgendwo auch weitere Strecken sind mit diesen Fahrzeugen zurückgelegt worden. Dieses Exemplar kann man noch ankurbeln, da hat man vorne eine Kurbel, da braucht man nur die Zündung einschalten und dann kann man hier diese Kurbel hinten anstecken und wenn die Batterie nicht mehr ganz diese Kraft hat, wie sie haben sollte, dann kann man diese Kurbel hier herausnehmen und diese Kurbel hinten beim Motor anstecken und dann ist es möglich, das Fahrzeug in Gang zu setzen. Also hier hinten ist eine Öffnung und da kann man diese Kurbel einführen. Schau. Und jetzt kann man da hineinschauen und dann kann man den Motor hier drehen. Mit der Kurbel. Wenn man die Zündung einschaltet, dann kann man ihn so sogar in Gang setzen und starten. Das ist ein Baujahr 1959. Das sind die beiden Renaults. Und hier vorne gibt es noch diese Alfa Spiders, die haben mir eben auch so besonders gefallen in der damaligen Zeit. Das waren so die italienischen Kracher mit den 2-Liter-Motoren, sind sehr gut, gehen auch sehr, sehr gut. Das Fahrzeug kennt man vielleicht vom Film mit Schirm, Charme und Melone, mit der Emma Peel. Das ist damals eine Serie gewesen, da wurde dieses Fahrzeug im Film auch verwendet. Die Fahrzeuge sind alle entweder original oder restauriert zur Gänze und sind alle fahrbereit. Die meisten sind auch zum Verkehr zugelassen bzw. sind auch angemeldet. Und das hier ist ein 2 Liter Spider, 2 Liter Vergaser. Der hat eine Doppelvergaseranlage und hat 120 PS. Und hier vorne haben wir auch einen 2 Liter, aber einen 2 Liter Inizione. Diese Inizione hat Alfa machen müssen für den amerikanischen Markt damals, weil diese Fahrzeuge für Amerika zu viel Schadstoffausstoß hatten, musste quasi Alfa eine Einspritzanlage für diesen Spider kreieren. Und das ist die Einspritzanlage Inizione mit der sogenannten bekannten, Alfa-Fans wissen das, die sogenannte Speicherpumpe hat der drinnen. Also wenn wir da hineinschauen, also wie beim anderen haben wir gesehen, hier hat er eine Doppelvergaseranlage und hier ist diese Einspritzpumpe verbaut mit der sogenannten, die heißt Speicherpumpe bei Alfa. Und die ist eben eine Einspritzanlage, um den Schadstoff für Amerika im Jahr 1980, 1978, glaube ich, war das, für Amerika so zu kreieren, dass sie in Amerika gefahren werden durften. So. Das ist ein BMW, ein BMW sage ich schon, das ist ein Mercedes. Mercedes sind natürlich in meiner Zeit, wo ich damals jugendlich war oder Kind war Mercedes die King-Klasse, beziehungsweise hat Mercedes damals wirklich die besten Fahrzeuge gebaut, die sage ich jetzt einmal, am zuverlässigsten waren und auch von der Fertigungstechnik her so waren, dass sie auch wirklich
perfekt fahrbar war im Verhältnis zu anderen. Hier bei mir steht der älteste, den ich habe, ist ein Zwillingspaar eigentlich. Das Zwillingspaar beginnt, warte, wir müssen noch darüber gehen. Das Zwillingspaar beginnt hier. Und das ist ein Mercedes Ponton. Mercedes Ponton aus dem Jahr 1959. Das Fahrzeug hatte ich von einem Arbeitskollegen seinerzeit erstanden und er war zur Gänze aufwendig zu restaurieren. Da habe ich hier die Dokumentation, wie von allen anderen Fahrzeugen auch drinnen. Also um nur vielleicht ein paar Bilder herauszuholen. Also das war schon ziemlich eine aufwendige Aktion, diese Restauration. Das Fahrzeug wurde auch komplett zerlegt, Frame off und von Grund auf neu wieder aufgebaut. Mit der Innenausstattung, mit dem Dach und auch mit der Technik. Das Fahrzeug wird sehr oft bei Hochzeiten eingesetzt und ist eigentlich ein sehr schöner Oldtimer und eigentlich ein wirklicher Klassiker mittlerweile. Und das Zwillingspaar besteht ja aus zwei, wie das Paar schon sagt. Und das ist der andere, der steht oben. Das ist der 190er SL. Den habe ich erst jetzt vor kurzem erstanden und ein Jahr lang restauriert. Und jetzt ist er auch fahrbar. Ja, das war eigentlich ein Zufall. Mercedes 190 SL mit einer österreichischen Erstzulassung ist eigentlich fast nicht mehr zu finden. Und ich hatte Glück, ein Freund von mir, dessen Vater hatte das Fahrzeug gekauft in den 60er Jahren und war immer im Familienbesitz. Das war ein Grazer Notar. Und er ist jetzt auch in die Jahre gekommen und irgendwann hat er gesagt, okay, jetzt ist er bereit, das Fahrzeug zu verkaufen, weil ich ihm gesagt habe, ich werde ihn original restaurieren, so wie er seinerzeit verkauft wurde. Das Fahrzeug Erstbesitz war eine Familie aus Wien, aus dem 1. Bezirk, und zwar ist das die Familie, denen die Otterkringer Brauerei gehört, und die haben das Fahrzeug damals neu gekauft. Ich habe ihn erstanden, da war das Fahrzeug fahrbar, er war Silber, weil damals diese SL alle wegen dem Silberpfeil eben silber lackiert wurden, und dann bin ich draufgekommen, wie die Originalfarbe aussieht oder wie die ausgesehen hat. Und wie schon gesagt, die Zwillingsschwester oder der Zwillingsbruder von Tom steht im Keller mit der gleichen Farbe aus dem gleichen Baujahr. Und dann habe ich das Fahrzeug gekauft und ein Freund von mir ist Spenglermeister auch, der auf diesen Fahrzeugen auch schon damals gearbeitet hat, und wir haben mit der Handwerkstechnik aus dieser Zeit das Fahrzeug repariert. Repariert deswegen, weil unter Restaurieren verstehe ich, dass man möglicherweise alle Bauteile weggibt, die irgendwie angegriffen sind, speziell die Innenausstattung. Da werden dann diese wunderschönen roten Kunstlederstücke verarbeitet. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben alle Bauteile, die rettbar waren, gerettet und wieder eingebaut, und alles andere wurde repariert mit Originalbauteilen und von Grund auf neu aufgebaut. Ob das jetzt das Chrom war, das Chrom ist original, das wurde nur neu verchromt. Dann die Lederausstattung. Die Lederausstattung ist auch original und wurde wieder aktiviert über ein Jahr lang mit speziellen Mitteln. Auch hier gibt es Profis, die natürlich wissen, wie man so alte Leder wieder aktivieren kann. Und so einen haben wir durch Glück gefunden und dieses Interieur des Fahrzeuges wieder in diesen Zustand gebracht oder bringen können, wie wir das jetzt hier vorfinden. Das Dach natürlich ist neu, diese Außenhaut ist neu gekommen, wie auch viele Blechteile, und das Fahrzeug wurde quasi wieder gesund repariert von der Karosserie und technisch neu aufgearbeitet, so dass es wieder ein tolles Fahrzeug ist, und es ist wirklich auch ein Fahrzeug aus dem Jahr 1959 und ist ganz, ganz super zu fahren. Dann sind Fahrzeuge aus den 80er Jahren, ebenso wie die BMWs waren. Diese W123. W123 ist sicher schon öfter als das beste Fahrzeug der Welt bezeichnet worden. Und ich glaube, dass das auch stimmt wahrscheinlich, oder ich glaube es ziemlich sicher.
Und hier habe ich vom W123 habe ich 2 Exemplare, einen weißen 200 Dora, einen Diesel. Das Fahrzeug ist ein Erstbesitz, auch von einem Landwirt, der hat das Fahrzeug damals neu gekauft und ist mit dem Fahrzeug nur kürzere Strecken eben gefahren. Die Strecken, die eben damals zurückgelegt wurden zur Kirche mit am Sonntag oder in die Hauptstadt nach Klagenfurt. Das Fahrzeug ist aus der aus dem steirisch-kärntnerischen Grenzgebiet und ich habe das Fahrzeug dann eben aus der Verlassenschaft gekauft. Hier, das ist ein Fahrzeug, das ist mir sehr ans Herz gewachsen, beziehungsweise der Besitzer ist ein Freund von mir aus Split. Er ist in Split zu Hause und nachdem ich leidenschaftlich auch mit dem Boot, mit dem Segelboot unterwegs bin, bin ich auch dort gelandet und bei einem Besuch bei dem Herrn sind wir darauf gekommen, dass er einen alten Mercedes hat. Und ich habe ihn damals etwas Wein schon getrunken, habe ich gesagt, wenn du das Fahrzeug verkaufst, dann sag mir bitte Bescheid, dann hole ich ihn nicht. Ja, hat nicht so lange gedauert, ein Jahr später hat er angerufen und hat gesagt, ich kann das Fahrzeug holen. Boah, haben wir gedacht, okay. Dann habe ich das Fahrzeug geholt und das Fahrzeug hat aber zu den Fahrzeugen hier herum super gepasst. Warum? Weil dieses Auto war durch die Sonne beschädigt. Das ist ein Baujahr 1976 und ist durch die Sonne beschädigt gewesen. Der Lack war ziemlich weg, dann die ganze Tapezierung, das Armaturenbrett und das alles von der Sonne ziemlich beeinträchtigt, aber er war unterhalb wie neu. Dadurch, dass es dort kein Salz gibt, Salz gibt es ja mehr, aber nicht auf der Straße, und keine Temperaturen unter 0 Grad. Und somit ist das Fahrzeug im Zustand, so wie er jetzt ist, unterhalb erhalten geblieben. Und oben habe ich einen zweiten gekauft, der bei uns gelaufen ist. Und dort habe ich diese Teile, Innenausstattung und so weiter herausgenommen und dem Fahrzeug wieder verpasst und eingebaut und somit ist wieder aus 2 einer geworden und das Fahrzeug ist eigentlich wieder in einem Top-Zustand. Ist ein 300 Dora, W123. Der Nachfolger, und das ist auch ziemlich das Jüngste, was ich hier habe, der ganz Jüngste ist der CLK. Und hier gibt es einen W124, also ich glaube, dass das Fahrzeug bekannt ist und dass eben ein 230er noch immer bei den Leuten in der Erinnerung ist und eigentlich nach wie vor teilweise noch im Straßenbild sichtbar ist. Also man kann den noch finden, wenn man irgendwo auf der Autobahn fährt, dann kann passieren, dass so ein Fahrzeug irgendwo auftaucht und irgendjemand noch mit so einem Fahrzeug im Alltag fährt oder das für den Alltag verwendet. Ja, und hier ist noch ein Coupé, das Coupé, ein 230C. Dieses Auto habe ich von einem Steuerberater gekauft, dessen Mutter hat das Fahrzeug neu gekauft und es sind fast nicht gefahren. Das Auto hat 80.000 Kilometer und ich habe das Fahrzeug gekauft und er war eben zu restaurieren. Es war nicht so schlimm, aber ich habe ihn dann restauriert und das war meine sogenannte Lockdown-Arbeit. Im Lockdown wurde das Fahrzeug von mir selber restauriert und leider hat der Lockdown nicht so lange gedauert und er ist dann von einem Freund von mir fertig gemacht worden und finalisiert und jetzt ist er eigentlich wieder im Originalzustand, so wie er damals von Mercedes ausgeliefert wurde. Ist auch vorne im Motorraum wie neu, innen wie neu. Also wenn wir da jetzt hineinschauen. Das ist nicht lackiert, das ist nur wieder aufbereitet und wieder einfach in einen schönen Zustand gebracht worden. Und der Bestand mehr oder weniger wurde sehr aufwendig wieder in dieses Aussehen gebracht, wie er jetzt vorfindbar ist. Ja, CLK 230 Kompressor war ein sehr teures Auto damals. Ich habe ihn deswegen gekauft, weil er eigentlich schön war und schön in einem sehr schönen Zustand mit einer tollen Ausstattung ist und habe das Fahrzeug eben stehen gelassen. Wert war damals nicht viel, wie eben bekannt ist wahrscheinlich, aber das Auto ist noch immer sehr, sehr schön und durch diese Haltung eben in der
in diesen Räumlichkeiten ist er so geblieben und ist lustig zu fahren. Ich fahre ganz gern mit dem und dieser Kompressormotor ist eigentlich sehr, sehr leistungsstark. Und aus dem Jahr 1998, also noch aus dem vorigen Jahrtausend. Ja, und hier gibt es noch zwei Fahrzeuge, einen Porsche Carrera 4, der wird von mir als Alltagsfahrzeug verwendet. Und wenn irgendwelche Ausfahrten sind, wo eben der Sohn, der Martin, der organisiert das immer wieder und der hat so einen Porsche-Club gegründet und da fahren wir dann ein-, zweimal im Jahr mit und da ist dieses Fahrzeug unterwegs und auch für irgendwelche Fahrten zum See oder so wird das Fahrzeug wieder verwendet. Das Auto habe ich auch schon seit 2005, war damals ziemlich neu und hat jetzt ca. 70.000 Kilometer. Und das ist ein Maserati Cambio Corso Coupé aus dem Baujahr 2004. Das ist einer der jüngeren Fahrzeuge, die ich habe. Und das Fahrzeug hatte ein Freund von mir neu gekauft und der hat einen kleinen Unfall damit. Es war nicht viel, von der Leitschiene war ein kleiner Streifschaden drinnen. Und er wollte dann einen Porsche haben und ich habe ihm den Porsche gegeben. Und ich habe den Maserati damals erstanden über diesen Deal. Und seit damals ist das Fahrzeug bei mir im Besitz. Ist der Maserati mit der Ferrari-Technik bereits seit 2003 oder 2002, glaube ich, war die Ehe zwischen Maserati und Ferrari. Anelli hat diese Hochzeit vollzogen und eben die Technik von Ferrari in den Maserati eingebaut. Und dieser Maserati ist eben so ein Exemplar mit dem schönen Interieur von Maserati und mit der Technik vom Ferrari. Dieser Motor ist im Ferrari 430 auch eingebaut und verwendet. Und wurde hier eben in diesem Maserati platziert und ist eine echte Rennmaschine. Das Fahrzeug ist extrem sportlich zu fahren und ist auch sehr, sehr leistungsstark mit 385 PS. Innen ist er eben Maserati, feinste oder schönste Handarbeit, italienisches Interieur. Ja, das ist das, was wir im Keller so vorfinden und die Fahrzeuge sind der Reihe nach so in den Keller hinuntergekommen oder heruntergekommen. Der erste war der schwarze BMW, dann ist der Mercedes gekommen, dann ist der Porsche war dann auch ziemlich vorne dabei, der Alpha, der mit der Initione-Einspritzung war auch ziemlich einer der ersten und von 1995 bis 2010 in etwa sind die meisten Fahrzeuge hier heruntergekommen bzw. haben hier Platz gefunden. Neuere gibt es noch hier, den Mercedes W107, den habe ich erst seit 3 Jahren und der war ein Endstyle-Klassik-Teilnehmer und der wurde eben auch zur Gänze restauriert, ist ein 280er SL und eigentlich ein sehr schönes Auto und ist eigentlich wirklich gut zu fahren und auch aus dem Jahr 1980. Also eigentlich aus der Zeit, wo die W123 gebaut wurden, wurde dieser SL auch konstruiert und gebaut von Mercedes. Toll zu fahren, 186 PS und eben 280 Sechszylindermotor. Das G-Modell ist quasi dasselbe Fahrzeug oder das hatte denselben Besitzer als der Maserati. Das ist ein Freund von mir, der war Architekt, mittlerweile leider schon verstorben und ich habe ihm diese beiden Fahrzeuge dann zusammen abgekauft, den G und den Maserati. Und er hat dann einen neuen Porsche bekommen, wie ich schon erwähnte. Und das ist ein G-Modell aus dem Jahr 1978, ein SC 3-Liter-Tager mit 180 PS. Das Fahrzeug ist technisch neu aufbereitet, ist die Technik neu gemacht worden. Wie gesagt, der Motor und alles andere auch.
Und jetzt sind eben immer wieder Standschäden zu beseitigen. Der Tobias hat jetzt die Bremse gemacht und das Fahrzeug fürs Pickel, für die § 57a Überprüfung fertig gemacht, und jetzt kann er wieder gefahren werden, der wunderschöne G-Targa. Und hier hinten gibt es noch einen BMW 850i, ein seltenes Auto, und zwar ist das ein Schalter, ein 12-Zylinder-Motor und ein Schaltmodell. Und wenn man schon so eine Sammlung hat mit Autos, dann muss ein 12-Zylinder muss sein, und das ist eben der 850i, und wir können ihn kurz einmal brummen lassen. Und wie gesagt, es ist ein seltenes Modell, ein Schalter, 12-Zylinder im Original Kashmir Beige Metallic, mit innen diesen Büffelleder Original, und das ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Es sind von dieser Zusammensetzung nicht so viele Fahrzeuge entstanden und auch nicht mehr so viele erhalten. Und damals, das Fahrzeug hat damals, glaube ich, 1,7 Millionen Schilling gekostet, neu. Das ist im Baujahr 1990, glaube ich. Aber das war noch nicht genug. Der hat dann diese speziellen, originalen Hamann-Felgen mit den Hamann-Bremsen und so weiter noch dazu gekauft, damit ja alles perfekt ist und das Fahrzeug ja nicht irgendwelche Absenden hat, also dass nicht irgendwas fehlt bei dem Auto nicht. Mein Name ist Rudolf Josef Prutti. Ich bin hier in der Gegend in Bezirk Judenburg geboren und bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, als einer oder ältester von 5 Kindern. Mein Vater war Nebenerwerbsbauer und hat in der Fabrik noch gearbeitet. Meine Mutter war zu Hause und war Hausfrau und Bäuerin. Ich habe die Volksschule besucht, nach der Volksschule das Gymnasium. Nach dem Gymnasium habe ich Mechaniker gelernt, habe dann die Lehre fertig gemacht und bin dann zur Fahrschule gewechselt und habe dort als Fahrlehrer und Fahrschullehrer gearbeitet. Habe in dieser Zeit dann die Kfz-Technikermeisterprüfung gemacht und eine Ausbildung auch für Management und bin dann gewechselt zur Allianz-Versicherung. Dort wollte ich eigentlich nie hin, aber es hat man irgendwie haben mich die Umstände dann doch überzeugt und ich bin dann dort gelandet und war 30 Jahre dort als Mitarbeiter dieses Unternehmens in verschiedenen Funktionen, war zuständig für die Mitarbeiterausbildung, für Geschäftsentwicklung, für Ergebnisse insgesamt, und wir hatten zur Glanzzeit 36 Mitarbeiter in der Zeit. In den letzten Jahren bin ich dann selber umgestiegen und war Großkundenbetreuer und habe dann quasi Kunden des Unternehmens betreut in verschiedensten Fragen, die eben in diesen Bereich Versicherung hineinfallen. In der Zwischenzeit oder in diesem Zeitraum habe ich die Ausbildung gemacht für den Mediator. Ich bin geprüfter oder eigentlich Mediator, Diplomierter mit der Diplomarbeit und kann auch diesen Titel führen. Und mache bis heute noch immer diese Weiterbildungsarbeiten bzw. diese Weiterbildung 50 Stunden im Jahr, damit eben diese Funktion als solche erhalten bleibt und dass man sie auch ausüben kann. Dann habe ich vor 3 Jahren habe ich das Unternehmen, was ich jetzt habe, gekauft. Zuerst war ich 10 Jahre schon dort beteiligt.
und habe mit einem Freund gemeinsam das Unternehmen entwickelt. Mein Freund ist dann vor 3 Jahren in Pension gegangen und dann habe ich die ganze Firma quasi übernommen, gekauft und mache jetzt seit 3 Jahren diese Firma mit Personentransporten, und wir machen hauptsächlich Krankentransporte und Behindertentransporte und auch Fahrten für hiesige Unternehmen zu Flughafen. Unter anderem haben wir auch einen Auftrag von der Formel 1. Wir fahren beim Grand Prix im Spielberg, fahren wir mit dem Team der Formel 1, FMO, unter anderem mit auch den Fahrern. Heuer haben wir zum Beispiel 8 Fahrer oder hatten wir 8 Fahrer, die wir zur Rennstrecke und wieder zurückgebracht haben.